6 Monate. So lange führte ein Mann ein Doppelleben im engsten Kreis um den meistgesuchten Terroristen der Welt. Jeder Tag ein potenzieller letzter Tag. Jedes Gespräch ein potenzielles Todesurteil. Abu Bakr al-Baghdadi, der selbsternannte Kalif des IS. Auf dem Höhepunkt seiner Macht kontrollierte er ein Gebiet, das größer war als das Vereinigte Königreich, befehligte Kämpfer aus über 100 Ländern und inspirierte Anschläge auf 3 Kontinenten, bei denen Tausende Zivilisten ums Leben kamen. Der meistgesuchte Mensch der Welt, auf dessen Kopf eine Belohnung von 25 Millionen Dollar ausgesetzt war. 5 Jahre lang waren die CIA, der Mossad, der russische Geheimdienst und ein Dutzend anderer Behörden erfolglos geblieben. Sein engster Kreis war seit Jahren unverändert. Keine neuen Gesichter, keine Ausnahmen. Dieser Kreis hielt al-Baghdadi am Leben und machte ihn für jeden Geheimdienst der Welt unsichtbar. Der einzige Weg hinein war, einen Verräter in seinem Inneren zu finden. Wie findet man die eine Stimme in al-Baghdadis engstem Kreis? Diejenige mit einem Grund, der schwerwiegend genug ist, sein Leben und das seiner Familie zu riskieren. Wie gibt man Informationen an den Feind weiter, wenn jeder deiner Schritte beobachtet wird? Und war alles, was er seinen Kontaktleuten erzählte, tatsächlich die Wahrheit? Dies ist die Geschichte, wie ein Mann aus al-Baghdadis Kreis das Kalifat beendete und warum sein Name niemals bekannt werden wird. Wenn du mehr Geschichten wie diese willst, Geschichten, die es nicht auf die Titelseite schaffen, es aber wahrscheinlich sollten, abonniere den Kanal. Jede Woche ein neues Video. Um zu verstehen, wie ein einzelner Mann das geschafft hat, was kein Geheimdienst der Welt konnte, musst du verstehen, was ISIS eigentlich war und was daraus geworden war, als diese Geschichte beginnt. Auf seinem Höhepunkt in den Jahren 2014 und 2015 war der Islamische Staat keine Terrororganisation im herkömmlichen Sinne. Er war ein Staat. Er kontrollierte Territorium. Er regierte. Auf dem Höhepunkt seiner Ausdehnung kontrollierte der IS rund 100.000 Quadratkilometer, die sich vom Norden Syriens bis tief in den Irak erstreckten. Innerhalb dieses Gebiets unterhielt er Gerichte, erhob Steuern, betrieb Schulen und unterhielt eine Bürokratie mit Abteilungen für Finanzen, Militär und Medien. Er rekrutierte Kämpfer aus über 120 Ländern, veröffentlichte ein Hochglanzmagazin und betrieb eine Social-Media-Kampagne, die Anschläge von Paris über Orlando bis nach Istanbul inspirierte. Auf dem Höhepunkt seiner Macht hatte die Organisation bis zu 40.000 Kämpfer unter Waffen. Im Zentrum all dessen stand ein Mann. Abu Bakr al-Baghdadi wurde 1971 in Samarra, Irak, geboren. Er erwarb einen Bachelorabschluss in Islamwissenschaften an der Universität Bagdad und promovierte später in Koranwissenschaften an der Saddam-Universität für islamische Studien, eine Arbeit, die er 2007 verteidigte. Er wurde 2004 von amerikanischen Streitkräften festgenommen und im Camp Bucca festgehalten, eine Haftanstalt, die später als Drehscheibe für das spätere ISIS beschrieben wurde. Er stieg in den Reihen von Al-Qaida im Irak auf und übernahm schließlich die Kontrolle über die Organisation, nachdem deren frühere Anführer 2010 ums Leben gekommen waren. Im Jahr 2013 kündigte er die Ausweitung seiner Gruppe nach Syrien an. Die zentrale Führung von Al-Qaida lehnte diesen Schritt ab und schloss ihn aus. Al-Baghdadi ignorierte sie. Am 29. Juni 2014 verkündete er die Gründung eines Kalifats, das sich über den Irak und Syrien erstreckte. Tage später, am 4. Juli, erschien er persönlich auf der Kanzel der großen Al-Nuri-Moschee in Mossul, einer Stadt, die seine Truppen gerade eingenommen hatten, und hielt eine Predigt als selbsternannter Kalif aller Muslime weltweit. Es war der dramatischste Akt politischen Theaters, den die Dschihadistenbewegung je inszeniert hatte. Über Nacht wurde die Organisation zum Fahnenträger eines selbsternannten Islamischen Reiches. Die Rekrutierung nahm Fahrt auf. Geld strömte herein. Die schwarze Flagge erschien auf den Titelseiten weltweit. Die Militäroperation gegen den IS begann noch im selben Jahr. Als die Vereinigten Staaten eine Koalition aus mehr als 60 Ländern zusammenstellten,
Bis zum Jahr 2017 war Mossul nach einer brutalen 9-monatigen Schlacht zurückerobert worden. Bis zum Jahr 2019 fiel das letzte Stückchen vom IS-Gebiet, ein kleines Lager in der Nähe der syrischen Stadt Baghuz, am 23. März an die syrischen demokratischen Kräfte. Das physische Kalifat war vorbei, doch al-Baghdadi lebte noch. Seit seinem Auftritt in Mossul im Jahr 2014 war er nicht mehr öffentlich gesehen worden. In den folgenden Jahren kursierten immer wieder Gerüchte über seinen Tod. Getötet bei einem Luftangriff, verwundet und handlungsunfähig, gestorben an Nierenversagen. Jedes Mal erwiesen sich die Gerüchte als falsch. Er veröffentlichte weiterhin gelegentlich Audiobotschaften, er leitete die Organisation weiter und er war weiterhin unterwegs. Im Frühjahr 2019 war die Suche nach al-Baghdadi zu einer der ressourcenintensivsten Geheimdienstoperationen der modernen Geschichte geworden. Die CIA jagte ihn seit Jahren. Der Mossad hatte Informanten in der gesamten Region. Der russische Geheimdienst hatte erhebliche Anstrengungen unternommen, um ihn aufzuspüren. Auch der türkische Geheimdienst war auf der Jagd. Die Belohnung von 25 Millionen Dollar für Hinweise, die zu seiner Festnahme führten, war seit Jahren ausgesetzt. Nichts davon hatte zu einem Ergebnis geführt. Al-Baghdadi hatte einen Sicherheitsapparat aufgebaut, der speziell darauf ausgelegt war, moderne Geheimdienstmethoden zu vereiteln. Kein Telefon, kein Internet, Kommunikation nur über menschliche Kuriere. Vertrauenswürdige Mittelsmänner, die Nachrichten von Hand überbrachten. Die sicheren Unterkünfte wechselten alle 2 bis 3 Wochen. Ein winziger Kreis persönlich geprüfter Personen. Keine neuen Gesichter. Keine Ausnahmen. Jeder Fremde war eine potenzielle Bedrohung. Und potenzielle Bedrohungen kamen nicht in die Nähe. Man kann keine Nachricht abfangen, die nie elektronisch versendet wird. Man kann keinen Mann aufspüren, der keine digitalen Spuren hinterlässt. Man kann keinen Kreis infiltrieren, der schon vor Jahren aufgehört hat, neue Mitglieder aufzunehmen. Aber wenn alle Geheimdienste der Welt versagt hatten, wer um alles in der Welt sollte ihn dann finden? Sein Name wurde nie veröffentlicht. Sein Gesicht wurde nie gezeigt. Was über ihn bekannt ist, stammt fast ausschließlich aus einer Quelle. General Mazloum Abdi, der Kommandeur der syrischen demokratischen Kräfte, der NBC News in den Tagen nach der Razzia einen detaillierten Bericht gab. Alles, was folgt, basiert auf dem, was Abdi bestätigt hat. Und auf nichts anderem. Er war Araber. Er hatte viele Verwandte innerhalb des IS. Menschen, die der Organisation beigetreten waren, an sie glaubten und ihr Leben um sie herum aufgebaut hatten. Er selbst hatte sich bis in eine Position mit außergewöhnlichem Zugang hochgearbeitet. Als persönlicher Sicherheitsbeamter von Abu Bakr al-Baghdadi. Direkt verantwortlich für die Bewegungen des Kalifen und für die Vorbereitung der sicheren Unterkünfte, in denen sich al-Baghdadi später verstecken würde. In der abgeschotteten Welt von al-Baghdadis Personenschutzteam machte ihn das zu einem der vertrauenswürdigsten Menschen überhaupt. Und dann wandte sich der IS gegen seine Familie. Die Einzelheiten dessen, was geschah, wurden nicht bekannt gegeben. General Abdi beschrieb es schlicht. Die Verwandten des Mannes wurden von der Organisation hart behandelt. Er geriet unter das, was Abdi als großen Druck seitens seiner Familie bezeichnete. Er glaubte nicht mehr an die Zukunft des IS. Und er wollte, in Abdis Worten, Rache an dem IS nehmen. Und an al-Baghdadi selbst. Irgendwann vor April 2019, das genaue Datum wurde nie bekannt gegeben, nahm er Kontakt zu den syrischen demokratischen Kräften, SDF, auf. Wie dieser Kontakt zustande kam, ist nicht bekannt. Abdi wollte dazu nichts sagen. Bekannt ist jedoch, dass die SDF, die kurdisch geführte Truppe, die jahrelang vor Ort gegen den IS gekämpft und eines der effektivsten Netzwerke für menschliche Aufklärung in der Region aufgebaut hatte, sofort erkannte, was sie da hatten. Kein unbedeutender Informant. Nicht jemand mit Wissen aus zweiter Hand, das über Mittelsmänner weitergegeben wurde. Jemand, der drinnen war. Jemand, der wusste, wo al-Baghdadi schlief, wohin er sich bewegte, wer ihn beschützte und wie die Tunnel unter seinen Unterschlupfen aussahen. Die SDF übergaben ihn nicht einfach so an die Amerikaner. Zuerst überprüften sie ihn.
Sie verglichen das, was er ihnen erzählte, mit den vorhandenen Geheimdienstinformationen. Sie prüften die Details, die er lieferte: Orte, Zeitpunkte, Personen, und suchten nach allem, was nicht passte. Sie überlegten, ob er ein Spitzel sein könnte, eine absichtliche Täuschung, die von al-Baghdadis eigenem Sicherheitsapparat geschickt wurde, um herauszufinden, wer Operationen gegen ihn leitete. Erst als sie überzeugt waren, dass sein Zugang echt und seine Motivation aufrichtig war, zogen sie die CIA hinzu. Bis April 2019 hatte die SDF al-Baghdadis Aufenthaltsort ermittelt. Ab dem 15. Mai 2019 führten die beiden Dienste ihn gemeinsam als aktive Quelle. Für den Mann selbst war die Entscheidung zur Zusammenarbeit kein Geschäft. Es ging nicht in erster Linie um die 25 Millionen Dollar Belohnung, obwohl er wahrscheinlich den ganzen Betrag oder einen Teil davon erhalten würde. Es war etwas Persönliches. Die Organisation, der er gedient hatte, die Organisation, deren Anführer er mit seiner eigenen Anwesenheit geschützt hatte, hatte den Menschen, die ihm am nächsten standen, etwas Unverzeihliches angetan. In seinen Augen war der Verrat bereits begangen worden. Vom IS. Gegen seine Familie. Er reagierte lediglich darauf. Was er jedoch zu tun bereit war, hatte eine Tragweite, die man kaum überbewerten kann. Al-Baghdadis Sicherheitsapparat war nicht nur streng. Er war nach Einschätzung aller Geheimdienste, die jahrelang versucht hatten, ihn zu durchdringen, von außen praktisch undurchdringlich. Der Kalif nutzte keinerlei elektronische Kommunikationsmittel. Jeder Ort, an dem er sich aufhielt, wurde einer vollständigen Kommunikationssperre unterzogen. Mit der einzigen Ausnahme der kleinen Gruppe von Menschen, die direkt für seinen Schutz verantwortlich waren. Er wechselte alle 2 bis 3 Wochen den Standort und blieb nie lange genug an einem Ort, um ein Muster zu erkennen. Er vertraute fast niemandem. Und die Menschen, denen er vertraute, waren durch jahrelange direkte persönliche Beobachtung ausgewählt worden. Es gab keine Abkürzungen, keine Hintertüren, keinen Weg hinein, der nicht über ihn persönlich führte. Nur dass einer dieser Vertrauten nun beschlossen hatte, diesen Zugang gegen ihn zu nutzen. Die Position des Agenten verschaffte ihm Dinge, die kein Satellit, kein abgefangener Funkspruch und kein von außen aufgebautes Informantennetzwerk liefern konnte. Er kannte die räumliche Aufteilung jedes sicheren Hauses, bevor al-Baghdadi dort ankam. Denn die Vorbereitung dieser Standorte gehörte zu seiner Aufgabe. Er kannte die Anzahl der Wachen, die Schichtpläne, die Fluchtwege. Er kannte die Tunnel. Er konnte al-Baghdadi direkt beobachten, sein Verhalten, seine Pläne, seine beabsichtigten Bewegungen. Und er durfte dem Mann selbst nahe genug kommen, um etwas zu tun, was kein Geheimdienst in 5 Jahren des Versuchs geschafft hatte. Der Agent musste andere Mittel finden. Methoden, die nie bekannt gegeben wurden, um mit seinen Vorgesetzten in einer Umgebung zu kommunizieren, die al-Baghdadi speziell darauf ausgelegt hatte, dies unmöglich zu machen. Jedes Gespräch, das er innerhalb dieses Kreises führte, war nun 2 Gespräche zugleich. Jede Aufgabe, die er im Dienste von al-Baghdadi ausführte, wurde auch im Dienste derer ausgeführt, die al-Baghdadi jagten. Jedes Versteck, das er vorbereitete, prägte er sich auch ein. Jedes Gesicht katalogisierte er. Jeden geplanten Schritt speicherte er und gab ihn schließlich über den Kanal weiter, der zwischen ihm und der Außenwelt bestand. Dieser Kanal, in welcher Form auch immer, musste unsichtbar sein. Denn in al-Baghdadis Welt war alles, was Aufmerksamkeit erregte, ein Grund zu sterben. 6 Monate lang lebte er vollständig in diesem Widerspruch. Er genoss das uneingeschränkte Vertrauen des Mannes, den er zu vernichten versuchte. Und gerade wegen dieses uneingeschränkten Vertrauens war er für die Leute nützlich, die diesen Mann jagten. Er befand sich nun im gefährlichsten Kreis auf dem Planeten. Und er musste sicherstellen, dass niemand etwas bemerkte.
Im Frühjahr 2019 war Abu Bakr al-Baghdadi ein anderer Mann als der 5 Jahre zuvor in Mosul auf der Kanzel gestanden hatte. Sein Schwager, Mohammed Ali Sajid, der als Kurier für al-Baghdadi gedient hatte, bevor er im Juni 2019 von irakischen Streitkräften gefangen genommen wurde, beschrieb ihn in einem Interview mit Al-Arabiya als nervliches Wrack. Er misstraute jedem. Er verdächtigte die Gouverneure der ISIS-Provinzen des Verrats. Er delegierte den Großteil seiner operativen Befugnisse an einen hochrangigen Stellvertreter. Er trug ständig eine Selbstmordweste bei sich und befahl der kleinen Gruppe um ihn herum, es ihm gleich zu tun. Sein Diabetes hatte sich durch die jahrelange ständige Flucht verschlimmert. Er hatte aufgehört, während des Ramadan zu fasten. Er bewegte sich verkleidet durch die Wüste, manchmal als Hirte verkleidet. Er reiste mit nicht mehr als 5 bis 7 Leuten. Nur eine Person in seinem engsten Kreis durfte ein Handy benutzen. Alle anderen schweigen. Das war der Mann, den der Agent beschützen sollte. Und das war der Mann, dessen jede Bewegung, jede Gewohnheit, jede kleine Schwachstelle der Agent stillschweigend dokumentierte. Al-Baghdadis Bewegungen im Jahr 2019 folgten einem Muster, das sowohl methodisch als auch verzweifelt war. Nach dem Fall von Baghouz im März war er nach Westen gezogen, tief in die Provinz Idlib hinein. Es war ein unerwartetes Ziel. Genau deshalb hatte er es gewählt. Idlib war im Jahr 2019 eine Provinz, die von mehreren rivalisierenden bewaffneten Gruppen beherrscht wurde. Die dominierende Kraft war Hayat Tahrir al-Sham, bekannt als HTS, die aus Jabhat al-Nusra hervorgegangen war, dem ehemaligen syrischen Ableger von Al-Qaida. Im Jahr 2013, als der IS versucht hatte, al-Nusra mit Gewalt zu vereinnahmen, hatte sich die syrische Gruppe geweigert. Seitdem waren die beiden Organisationen Feinde. HTS hatte al-Baghdadis Tod öffentlich gefeiert, als er schließlich bekannt gegeben wurde. Und doch fand al-Baghdadi in dem bergigen, dünn besiedelten Gebiet im Nordwesten von Idlib, eine Region nahe der türkischen Grenze, bekannt für ihre durchlässigen Grenzen und aktiven Schmugglernetzwerke, einen Weg hinein. Sein Einstiegspunkt war nicht über HTS, es war über eine separate Gruppe. Huras al-Din, eine Al-Qaida-treue Fraktion, die sich 2018 von HTS abgespalten hatte, gerade weil HTS die Verbindungen zu Al-Qaida gekappt hatte. Huras al-Din war im Gebiet um Barisha präsent. Das Gelände, auf dem al-Baghdadi schließlich gefunden wurde, gehörte einem Kommandeur dieser Gruppe. Al-Baghdadi hatte für den Schutz bezahlt. Er versteckte sich nicht unter Freunden. Die ideologischen Differenzen waren real und tiefgreifend. Aber er versteckte sich unter Leuten, die für den richtigen Preis bereit waren, wegzuschauen. Diese Vereinbarung machte ihn für die konventionellen Geheimdienste fast unsichtbar. Die Netzwerke der SDF konzentrierten sich auf Nordostsyrien. Amerikanische Spezialeinheiten operierten vor allem dort, wo sie Stützpunkte und Versorgungswege aufgebaut hatten. Die Assad-Regierung konzentrierte sich darauf, Rebellengebiete zurückzuerobern, nicht darauf, einen Flüchtigen tief im von der Opposition kontrollierten Gebiet zu jagen. In den Grenzgebieten im Nordwesten von Idlib war al-Baghdadi nicht nur physisch weit entfernt, er war auch konzeptionell weit entfernt. Er war am falschen Ort für alle, die nach ihm suchten. Das Dorf Barisha, wo er schließlich gefunden wurde, lag genau in dieser Zone. Etwa 7000 Einwohner, Ackerland, informelle Siedlungen von Vertriebenen, eine lokale Wirtschaft, die durch Hilfsgelder am Leben gehalten wurde. Nominell unter der Kontrolle von ATS, aber in der Praxis ein Ort, an dem sich mehrere bewaffnete Gruppen unkontrolliert bewegten, weniger als 5 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Für einen Mann, der unsichtbar sein musste, war es nahezu ideal. Der Agent folgte ihm dorthin. Dieser Umzug setzte alles zurück. Neuer Standort, möglicherweise neues Personal um al-Baghdadi herum, neue Wachschichten, die es zu lernen galt, neue Fluchtwege, die man sich merken musste, neue räumliche Gegebenheiten, die es zu erfassen galt.
Die Informationen über frühere Unterschlupfe waren in dem Moment, als al-Baghdadi umzog, weniger nützlich. Und in Idlib, weit entfernt von den etablierten Netzwerken der SDF im Nordosten, wurde es noch schwieriger, Informationen unbemerkt an seine Kontaktpersonen weiterzugeben. Was der Agent jedoch hatte, war etwas, das sich mit dem Standort nicht änderte: al-Baghdadis Vertrauen. Wenn er sich einem Gelände näherte, forderten ihn die Wachen auf, sich auf den Rücksitz des Fahrzeugs zu legen, damit er die Route nicht sehen konnte. Sie verbanden ihm nicht die Augen. Dieser Unterschied, liegen, aber nicht die Augen verbunden, war das Kennzeichen des inneren Kreises. Außenstehenden wurden die Augen verbunden. Leute wie er, denen bereits vertraut wurde, schauten einfach nicht hin. Es war eine kleine Höflichkeit, die genau verriet, wo er stand. Und so ging die Arbeit weiter. Er beobachtete. Er prägte sich alles ein. Er passte sich der neuen Umgebung an und baute sein Bild von al-Baghdadis Situation von Grund auf neu auf. Von innen betrachtet war daran nichts Dramatisches. Seine Tage waren die gewöhnlichen Tage eines Mannes in al-Baghdadis Personenschutzteam. Er bereitete Standorte vor. Er kümmerte sich um die Logistik. Er war bei Bewegungen und Treffen dabei. Der Unterschied zwischen ihm und den anderen war in seinem Verhalten nicht sichtbar. Er war ganz und gar innerlich. Jedes Detail, das er über das Gelände in Barischa beobachtete, die Anordnung der Räume, die Positionen der Wachen, die Struktur der darunter verlaufenden Tunnel, trug er allein in seinem Gedächtnis. Nichts aufgeschrieben, kein Gerät, nichts, was man bei ihm hätte finden können. Al-Baghdadis Paranoia hatte ihn von außen schwerer erreichbar gemacht. Aber sie hatte nichts dazu beigetragen, ihn vor der Person zu schützen, die bereits drinnen war. Je mehr er seine Welt einengte, weniger Leute, weniger Kommunikation, mehr Bewegung, desto wertvoller wurde der eine vertrauenswürdige Mann mit uneingeschränktem Zugang. Jede Vorsichtsmaßnahme, die al-Baghdadi ergriff, um sich in Sicherheit zu bringen, hatte den unbeabsichtigten Effekt, den Agenten unersetzlicher zu machen. Und je unersetzlicher der Agent war, desto weniger kam es jemandem in den Sinn, ihn zu befragen. Er hatte den Umzug überlebt. Doch nun kam der Teil, der ihn innerhalb von Sekunden das Leben kosten konnte, falls er mit dem erwischt würde, was er gerade stehlen wollte. Es gab ein Problem, das keine noch so gute Geheimdienstarbeit allein lösen konnte. Al-Baghdadi war seit 2014 nicht mehr öffentlich aufgetreten. Im Laufe der Jahre war mehrfach über seinen Tod berichtet worden, getötet bei einem Luftangriff, verwundet und handlungsunfähig, an einer Krankheit gestorben. Und jedes Mal hatten sich die Berichte als falsch erwiesen. Er kommunizierte über Kuriere, deren Identitäten voreinander geheim gehalten wurden. 5 Jahre lang war jede gemeldete Sichtung an einem bestimmten Ort mit derselben grundlegenden Unsicherheit behaftet. War der Mann, den sie verfolgten, tatsächlich er? Die SDF konnte einen Standort bestätigen. Sie konnten Bewegungsmuster bestätigen. Was sie nicht bestätigen konnten, nicht mit Sicherheit, nicht in dem Maße, wie es nötig war, um den Einsatz von Delta-Force-Soldaten in einem Gelände zu genehmigen, war die Identität. Dafür brauchten sie biologisches Material. Der Agent wusste das. Und irgendwann, im Sommer 2019, der kurdische Beamte Polat Can bestätigte später, dass die Unterwäsche etwa 3 Monate vor dem Einsatz beschafft wurde und die Blutprobe etwa einen Monat zuvor, lieferte der Agent, was benötigt wurde. Ein getragenes Paar von al-Baghdadis Unterwäsche und eine Probe seines Blutes. Wie genau er das gemacht hat, wurde nie erklärt. Kein offizieller Bericht hat die Methode beschrieben. Bekannt ist nur, was er geliefert hat. Gegenstände mit biologischem Material von al-Baghdadis Körper, die aus dem Inneren des Geländes entnommen, unbemerkt herausgeschmuggelt und an die SDF übergeben wurden. Diese Proben wurden dann an die CIA weitergeleitet,
wo eine DNA-Analyse mit einer Referenzprobe durchgeführt wurde. Die Vereinigten Staaten hatten al-Baghdadis DNA während seiner Haft im Camp Bucca im Jahr 2004 gesammelt. Die Übereinstimmung wurde bestätigt. 100%ig. Der Mann in der Anlage in Barisha war Abu Bakr al-Baghdadi. Überleg mal, was diese Beschaffung erforderte. Al-Baghdadi lebte unter ständiger persönlicher Bewachung. Jeder Gegenstand in seiner unmittelbaren Nähe war per Definition sensibel. Der Agent musste eine Gelegenheit erkennen, handeln, ohne Verdacht zu erregen, das Entnommene an seinem Körper verbergen, das Versteck verlassen, ohne entdeckt zu werden, und das Material über einen Kanal weiterleiten, der keine Spuren hinterlassen durfte. Denn der Sicherheitsapparat um al-Baghdadi war speziell darauf ausgelegt, genau diese Art von Aktivitäten aufzudecken. Biologisches Material des Kalifen aus dessen eigenem Gelände zu schmuggeln, hätte, falls entdeckt, nur ein einziges Ergebnis bedeutet. Er hatte Erfolg. Und als das DNA-Ergebnis eintraf, veränderte es den Charakter der Operation völlig. Vor der Bestätigung war das Lagebild zwar aussagekräftig, aber in dem entscheidenden Punkt nicht beweisbar. Danach gab es keine Unklarheiten mehr. Der Standort war bestätigt. Die Identität war bestätigt. Die Tunnel, die Wachen, der Grundriss. Alles war verifiziert. Die Operation hatte nun alles, was sie brauchte, um voranzukommen. Es fehlte nur noch die Entscheidung zum Handeln. Diese Entscheidung stand kurz bevor. Al-Baghdadi bereitete sich darauf vor, erneut den Standort zu wechseln. Sein geplantes Ziel war laut Polat Can Jarablus, eine Stadt im Norden Syriens, etwa 150 Kilometer östlich von Barisha. Sollte er wegziehen, bevor der Einsatz gestartet werden konnte, würde alles, was in 6 Monaten aufgebaut worden war, zunichte gemacht werden. Die Erkenntnisse über das Gelände, der Grundriss, die Tunnel, die Wachposten, die Fluchtwege würden über Nacht wertlos werden. Ein neuer Standort würde neue Aufklärung, neue Überprüfung und möglicherweise monatelange zusätzliche Arbeit bedeuten. Ein hochrangiger türkischer Beamter sagte später, al-Baghdadi sei erst 48 Stunden vor dem Angriff in dem Versteck in Barisha angekommen, was darauf hindeutet, dass sich das Zeitfenster zwischen Ankunft und Abreise bereits zu schließen begann, noch bevor die Entscheidung zum Handeln überhaupt gefallen war. Die Informationen wurden sofort nach oben weitergeleitet. Die SDF gab sie an die CIA weiter. Die CIA brachte sie ins Weiße Haus. Trump sagte später, seine Streitkräfte hätten das Ziel etwa 2 Wochen lang beobachtet und dass al-Baghdadi seine Meinung bezüglich eines Umzugs bereits 2- oder 3-mal geändert habe. Die Operation sei mehr als einmal abgesagt worden. Diesmal waren die Informationen eindeutig. Er war noch da und er bereitete sich auf die Abreise vor. Die Entscheidung musste jetzt fallen oder gar nicht. Am Donnerstag, den 24. Oktober 2019, erhielt Trump die Lagebesprechung. Er prüfte den Einsatzplan. Am Freitag, dem 25., hatte er seine Zustimmung gegeben. Verteidigungsminister Mark Esper und Vizepräsident Pence sagten später, dass brandaktuelle Geheimdienstinformationen den Spezialeinheiten die nötige Gelegenheit verschafft hätten. Das stimmte, soweit es ging. Was dabei jedoch nicht berücksichtigt wurde, waren die 6 Monate Arbeit, die es erst möglich gemacht hatten, auf diese Informationen zu reagieren. Mit der Zuversicht, 8 Hubschrauber über 70 Meilen syrischen Luftraums zu schicken. 8 Hubschrauber starteten in der Nacht vom Samstag, dem 26. Oktober, von einer Basis in der Nähe von Erbil im irakischen Kurdistan. CH-47 Chinooks mit Delta-Force-Soldaten, Geheimdienstmitarbeitern und mindestens einem Militärhund an Bord. Apache-Kampfhubschrauber flogen als Eskorte nebenher. Sie flogen in geringer Höhe, um nicht vom Radar erfasst zu werden, und legten etwa 70 Meilen in Richtung des Dorfes Barisha zurück, weniger als 5 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt.
Sie hatten ein detailliertes Bild des Ziels dabei, das Stück für Stück über 6 Monate hinweg von innen heraus von einem Mann zusammengetragen worden war, der noch immer dort war, als sie abhoben. Dem Agenten war gesagt worden, was kommen würde. Man hatte ihm gesagt, er solle sich nicht von der Stelle rühren. Jeder Versuch, vor Beginn des Einsatzes zu fliehen, hätte die Wachen alarmieren und alles zum Scheitern bringen können. Jede Minute, die er an Ort und Stelle blieb, war eine Minute, in der die Operation überlebte. Die Hubschrauber waren in der Luft, aber der Agent war immer noch drinnen. Und ein vorzeitiges Verlassen des Ortes hätte bedeutet, alles zunichte zu machen, wofür er gearbeitet hatte. Die Hubschrauber flogen tief und schnell heran und zischten in einer Höhe, die so geweht war, dass sie unterhalb des Radars blieben durch die syrische Nacht. Insgesamt 8 Maschinen, CH-47 Chinooks, die die Angios-Einheit transportierten. Apache-Kampfhubschrauber als Eskorte. Sie waren von einem Stützpunkt in der Nähe von Erbil im irakischen Kurdistan gestartet und hatten die rund 70 Meilen nach Barisha ohne Zwischenfälle zurückgelegt. Obwohl Trump später anmerkte, dass sie beim Anflug unter Beschuss von Bodenseiten geraten waren, der jedoch sofort unterbunden wurde. Der Agent befand sich bereits im Gelände, als sie ankamen. Er war schon seit Stunden dort. Er wartete. Er wusste, was kommen würde. Er wusste, dass jede Bewegung, jedes Verhalten, das vom nächtlichen Muster abwich, die Wachen alarmieren und alles zunichte machen könnte. Er blieb, wo er war. Was er wusste und was die Männer in diesen Hubschraubern wussten, war, dass das Lagebild dieses Ziels vollständiger war als alles, was zuvor über irgendein Ziel der ISIS-Führung vorlag. Die Tunnel, die Wachen, die Ausgänge, der Grundriss jedes Raums, alles kartiert, auswendig gelernt und weitergegeben von einem Mann, der nun mitten darin saß. Delta-Force-Soldaten sprengten sich einen Weg durch die Mauern des Geländes, nicht durch das Eingangstor, das mit Sprengfallen versehen sein könnte, sondern durch die Außenmauern selbst. Sie bewegten sich schnell durch die Gebäude. Einige von al-Baghdadis Begleitern versuchten Widerstand zu leisten. 4 Frauen und 2 Männer, die sich weigerten, sich zu ergeben und Selbstmordwesten trugen, wurden bei der Räumung getötet. 11 Kinder, die im Inneren gefunden wurden, wurden sicher herausgebracht und unverletzt eskortiert. 2 Delta-Force-Soldaten erlitten bei dem Angriff leichte Verletzungen. Die einzigen amerikanischen Verluste der Operation. Al-Baghdadi floh. Er kämpfte nicht, er rannte. Er verschwand in einem der Tunnel unter dem Gelände und nahm 2 Kinder mit. Der Tunnel führte in eine Sackgasse. Die Delta-Force-Soldaten folgten ihm. Ein Militärhund namens Conan wurde losgelassen, um die Distanz zu überbrücken. In die Enge getrieben und ohne Ausweg zündete al-Baghdadi die Selbstmordweste, die er seit Monaten jeden Tag am Körper getragen hatte. Dieselbe Vorsichtsmaßnahme, die Sajid beschrieben hatte. Derselbe ständige Begleiter während seiner Jahre im Untergrund. Die Explosion tötete ihn und die beiden Kinder. Der Tunnel stürzte teilweise ein. Conan wurde durch freiliegende Stromkabel verletzt, überlebte die Mission jedoch und kehrte zum Dienst zurück. Al-Baghdadis Kopf blieb weitgehend intakt. Kommandos identifizierten ihn vor Ort mithilfe biometrischer Technologie, bevor sie die Überreste zur forensischen DNA-Bestätigung in eine gesicherte Einrichtung transportierten. Der Abgleich erfolgte mit derselben Probe aus Camp Bucca, die bereits vor dem Einsatz verwendet worden war. Trump gab das Ergebnis am nächsten Morgen bekannt. Eine 100%ig positive Identifizierung. Die Überreste wurden innerhalb von 24 Stunden auf Befehl von General Kenneth McKenzie gemäß islamischen Riten auf See bestattet. Die Operation hatte vor Ort etwa 2 Stunden gedauert. Als die Delta Force ihre Säuberungsaktion abgeschlossen hatte, ging der Agent mit ihnen. Er wurde, in den Worten von General Abdi, sicher mit den amerikanischen Streitkräften zurückgebracht. Das Gelände wurde anschließend aus der Luft mit präzisionsgelenkten Munitionen zerstört. Laut Mackenzies Beschreibung auf etwas reduziert, das einem Parkplatz mit großen Schlaglöchern ähnelte.
damit es nicht zu einer Gedenkstätte werden konnte. Am nächsten Morgen sprach Trump im Weißen Haus vor der Presse. Er lobte die Soldaten, er lobte den Hund. Er erwähnte Russland, die Türkei, Syrien, den Irak. Über die syrischen Kurden sagte er, sie hätten einige Informationen geliefert, die sich als hilfreich erwiesen hätten. Und er merkte an, dass sie überhaupt keine militärische Rolle gespielt hätten. Der Agent, der Mann, ohne den kein Hubschrauber gewusst hätte, wohin er fliegen sollte, wurde nicht erwähnt. Sein Name wurde nicht genannt. Er wurde seitdem nicht genannt. Er wird wahrscheinlich die gesamte oder einen Teil der 25 Millionen Dollar Belohnung erhalten, anonym, unter Bedingungen, die sowohl seine Identität als auch sein Leben schützen sollen. Er ist verschwunden. Unter einem neuen Namen, an einem unbekannten Ort, ist er vollständig aus den Akten verschwunden. Innerhalb des IS waren die Folgen das, was eine solche Organisation tut, wenn sie einen katastrophalen Fehlschlag feststellt. Sie suchte nach der Ursache im eigenen Haus. Personen aus al-Baghdadis engstem Umfeld wurden verhört. Einige wurden laut verfügbaren Berichten hingerichtet. Der wahre Verräter wurde nie identifiziert. Die Organisation, die ihm vollkommen vertraut hatte, erfuhr nie, was er getan hatte oder wie lange er es schon getan hatte. Am 31. Oktober 2019, 4 Tage nach dem Einsatz, ernannte der IS seinen neuen Kalifen, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Er blieb bis zum 3. Februar 2022 im Amt, als US-Spezialeinheiten einen Razzia auf sein Versteck im Dorf Atmeh in der Provinz Idlib durchführten. Dieselbe Provinz, dieselbe Art von Ziel, dasselbe Gelände. Er zündete eine Bombe und tötete sich selbst und Mitglieder seiner Familie. Das Muster hatte sich genau wiederholt. 2 Jahre, 2 Kalifen, 2 Anwesen in Idlib, 2 Selbstmordwesten. Die Organisation, die al-Baghdadi aufgebaut hatte, existierte weiter. Sie existiert bis heute, in Zellen und Ablegern auf mehreren Kontinenten. Agiert ohne Territorium, ohne feste Struktur, ohne die Art von zentralisiertem Kommando, das durch einen einzigen Razzia-Einsatz enthauptet werden könnte. Die Idee überlebte den Mann. Sie überlebte mehrere Männer. Aber der Mann, der es möglich machte, diesen ersten Stützpunkt zu erreichen, der Mann, der 6 Monate lang Vertrauen aufbaute, das er zu zerstören beabsichtigte, hinterließ keine Spuren. Sein Name taucht in keinem öffentlichen Register auf. Sein Gesicht ist auf keinem Foto zu sehen. Seine Rolle bei der Zerschlagung des Kalifats wird in keiner offiziellen Geschichtsschreibung erscheinen. Die Delta Force war 2 Stunden vor Ort. Er war 6 Monate lang dort. Die Geschichte hat sich an einen von ihnen erinnert.